Hello, everyone. I come from the Muisca people. Muisca means people. In our language, Muskubun, Muisca means people. Ubun means tongue. The territory, Muikata. Ta means limits, Muike means fertile land. Muikata is the limits of the fertile land. The land that is fertile. We come from the land of the fox, the nest of the condor. That place is today known as Colombia, or is the name that is called. We don't recognize Colombia. We don't recognize Germany. But I do recognize that somebody said that, someone from here, that they were from the clan of the fox. So, from the land of the fox, as I know it, then I recognize that here we are one. Because we are from the clan of the fox. Das Land des Fuchses, wo ich herkomme, dafür kann ich auch hier das Land wahrnehmen, weil hier auch ein Fox Pride ist. When the Spaniards arrived to our land, or to the land where we were living, because we cannot call land ours. Also als die Spanier in das Land kamen, das heute Kolumbien heißt, dann sind die weggegangen. And this land is now legalized on papers, and we cannot live in our land unless we own a piece of land. Und das Land ist jetzt auf Papier legal sozusagen, und deswegen können sie dort nicht leben, außer sie haben Grundbesitz gekauft. In 1791, our language was forbidden under death penalty. 1791 wurde deren eigene Sprache verboten auf Todesstrafe. So our language is now living through songs, through expressions like Chibcha we mue Chibcha, I am you, you are me. Das heißt, unsere Sprache wird heute nur noch gezeigt in Liedern und in Ausdrücken. And the irony is that thanks to the books that the Spaniards wrote to communicate with the ancient Muiscas, we are recovering the language today. Und das Absurde ist, dass die Sprache der Muiscas durch das, was die Spanier aufgeschrieben haben, heute erst wieder gelernt wird. So I come today to share with you the process, the ceremony, the ritual, the story behind how we make fapua or chicha or fermented corn. Okay, das heißt, ich bin heute hier, um euch zu zeigen oder einzuweihen in die Zeremonie von dem heiligen Maisgetränk. Here we already prayed this corn with some people that joined earlier. Here we have folrotsuka, we call it panela, and corn. Okay, also wir haben schon Gebete gesprochen auf die Getränke. Genau. That's in the pot. Was ist das? Vollwortzucker und das andere? Corn is Mais. Mais. And here in these bottles we have ferment, what we call the mother, that I bring, that I care for, and another ferment that I left to a friend of mine, Stefan, who's also taking care of the fire inside. Ja. Also die 2 Flaschen sind, what is inside? Is the mother that is like the ferment I've been taking. Das Ferment heißt die Mutter,
Und die dritte Flasche ist für einen Freund von ihm, für Stefan. Stefan is also sending him thanks. He's the Feuerhuter in the Kiva. Genau, Stefan ist der Feuerhüter in der Kiva. And this is what we're going to do is what we also normally do when chichas or ferments that have been taken care by one family, another family, another family, and then we meet in these special moments. Each family brings its own chicha, and we do what we call a marriage. Okay. Also wir machen heute, was wir normalerweise auch tun, mit dem Ferment, mit dem Chibcha. Wenn verschiedene Familien kommen, bringt jeder sein Ferment mit und dann gibt es die Hochzeit. Because the ferment is containing what it has listened of where my family was, where your family was, where Stefan's family was. It's listening, it's alive. A ferment is alive. Okay, weil das Ferment von jeder Familie hört immer zu, was außen passiert und weil es lebt. Now they will share, I was here, I heard this story, oh, I saw this, and they are mixed, they will tell the story. Ja, und die Fermente werden ihre Geschichte erzählen, so gegeneinander, so ich habe das erlebt, ich habe das erlebt. Aber muy. And now we will enter into the third song of the process, because our traditions didn't get lost. Our rituals didn't get lost. Und jetzt gehen wir in das dritte Lied der Zeremonie, weil unsere Tradition ist nie verloren gegangen. Today we go to the government and we say we are Muisca and we want our land back. Genau. Heute gehen wir zur Regierung und sagen, wir sind Muisca, wir wollen unser Land zurück. The government looks in the books and says, no, here it says that the Muisca are dead. Okay, und die Regierung guckt in ihre Bücher und sagt, nee, hier steht, dass die Muisca tot sind. But we are here. Aber wir sind hier. Let's call an anthropologist. And then they call an anthropologist. Also haben die einen Anthropologen gesucht? And the anthropologist said, well, we wrote those books. The Muisca don't exist. Und die Anthropologen sagen, ja, wir haben diese Bücher geschrieben, die Muisca existiert nicht. And we say, but we are here. Und wir sagen, wir sind aber hier. What is to be native? Was heißt es, native zu sein? Because they took our land, then they believe they took all of this. Weil dann, sie haben unser Land genommen und jetzt denken sie nehmen all das hier. But our grandmothers taught our mothers how to weave, how to make fabco. Ja, weil unsere Großmütter haben unseren Müttern gezeigt, wie man webt und wie man Getränk macht. What songs to sing. Welche Lieder zu singen sind. And like that. So, I was born in a Western system. I was born and raised in a school where I learned English and Spanish, and now I know German. Also ich bin in einem westlichen System aufgewachsen, mit einer Schule mit Englisch, Spanisch und jetzt Deutsch. And in the last, since 2009, I started doing all the rites of passage to recognize my traditions in me. Okay. Und seit 2009 bin ich jetzt dabei, die ganzen Riten der Initiierung zu machen, um all das auch in mir zu finden. So 2 years ago, I received my certificate of being a grown-up, which we call poporo. Und vor 2 Jahren habe ich jetzt meinen Abschluss gemacht, damit ich als Erwachsener initiiert bin. This is to say, now the Spirit recognizes me. Das bedeutet jetzt, dass der Geist, der große Geist, mich wahrnimmt. Because I recognize the Spirit in this. Weil ich den Geist darin wahrnehme. And because I am Spirit too. Weil ich bin auch Spirit. I am the one who recognizes myself. Ich bin derjenige, der mich selbst wahrnimmt. In our law, we are the ones that can recognize ourselves natives. Weil in unserem Gesetz sind wir diejenigen, die uns selbst als Natives wahrnehmen können. It's not the government who says if you are or not.
Es ist nicht die Regierung, die sagt, du bist oder du bist nicht. And I share these stories because I believe this is what we need to believe here. Und ich teile diese Geschichte, weil ich denke, das ist das, was wir hier auch brauchen. In our legal, Colombian legal government, there is a little gift that was left by the Spaniards. Okay, bei unserem kolumbianischen Rechtssystem gibt es ein kleines Geschenk, das uns die Spanier gelassen haben. In the time that they made the first agreements with the first indigenous that they met, they thought and they wrote down, if those illiterate and iletrados, these poor illiterate, and I forgot the third word, Indians, managed to organize themselves under a structure of governor, administrator, secretary, and sheriff, then we recognize them as a sovereign nation. Okay. Also die haben nämlich damals geschrieben, dass wenn diese Analphabeten Natives es schaffen, sich in einer staatlichen Struktur zu organisieren, mit eigenem Rechtssystem, eigenem Sheriff und alles, dann werden wir sie als existent wahrnehmen. Souveräne Nation. Genau. Als Souveräne Nation. Wow. So since that time, that has been the thread that we are using, because still today we can claim those rights as a gap for us to say, I am the sheriff, I am the governor, I am this, I am that. Genau. Und seitdem sind wir jetzt dabei, eben das aufzubauen, dass wir diese Lücke benutzen können, um zu sagen, hier ist der Sheriff, hier ist der Governor, wir machen jetzt unser eigenes Ding. However, it's important for us also to recognize that this is a mask. This is only a mask to talk with a mask. Und zugleich müssen wir uns selber auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass es nur eine Maske ist. Das ist nur eine Maske, um mit der anderen Maske zu reden. Because inside we have no governor above anyone. We are self-governors. Weil in uns wissen wir, es gibt keinen, der über uns herrschen kann, keinen Governor, weil wir selbst sind diejenigen, die über uns herrschen. And why I share the story of the corn is because the story of the corn is the one that teaches us how to be self-governors. Self-focused? Self-governor, self-authority. Deswegen teile ich hier die Geschichte von dem Mais, weil der Mais lehrt uns, dass wir unser eigener Herr sind. Our self-authority. So the corn has 5 stages. I already mentioned in the morning, but you will remember, which is good. And this is also beautiful. Every time you have the chance, this is not part of the story yet, but every time you have the chance to sit next to an elder, it doesn't matter if they tell the same story, listen to it again. So, das ist hat jetzt nichts mit dem Mais zu tun, aber immer wenn du neben einem Ältesten sitzt und du hast die Geschichte schon mal woanders gehört, hör wieder zu. I'm not an elder yet. Ich bin kein Ältester jetzt. I'm very young, but every time I get the chance to listen to the story of the corn, even if I know it, I will tell the elder I don't know it. Ich bin sehr jung, aber immer wenn ich die Chance habe, neben einem Ältesten zu sitzen und der mir die Geschichte des Mais erzählt, und ich habe sie schon oft gehört, dann sage ich kenne sie nicht, bitte erzähl sie mir. Yeah. And if another elder also has a story of the corn, I listen and stay quiet. Und wenn ein anderer Ältester auch noch die Geschichte von dem Mais hat, dann höre ich da auch gerne zu. Because every elder tells something special, also something that comes specifically from their own experience of life. Ja, weil jeder Älteste erzählt die Geschichte ein wenig aus der eigenen Perspektive, mit den eigenen Erfahrungen des Lebens. Then they say, collect advice. When you're young, collect advice from the elders, and in the mochila that we carry to put things in, collect as much advice in your life
as possible from all the elders that have words to give advice. Ja. So, und weil wir sagen, dass wenn du die Chance hast, mit dem Ältesten zu reden, sammel Ratschläge. Sammel so viele Ratschläge, wie du kannst und steck sie in deine Tasche. Ja. So this advice for us is important. We say consejo en español, recibir consejo, llenarse de consejo. Like if you eat so much that you're full, to fill up with advice. And the circles of the elders you call consejo, the council. And in German, the Rathaus. So, und also es geht darum, sich voll zu machen mit Ratschlägen, so viele Ratschläge annehmen, wie es geht, damit man selber sowas wie den Rat in sich hat. Then the story of the corn is a story to fill our mochila and to listen as an advice. Weil die Geschichte des Mais ist die Geschichte, in der wir Ratschläge sammeln können, um unsere Tasche voll zu machen. We have 5 stages. The first, we say in our language, Sunu. Es gibt 5 Stufen. Die erste Stufe heißt Sunu. Nu or Nu. We have 6 vowels, A, E, I, O, U, I. So we say Nu. 6 Vokale und der 6. ist Ni. So when we say Nu, we say layer or cover. Und Ne heißt sowas wie Schicht oder etwas, was abdeckt. Yeah. Shu means the action of. Shu ist die Aktion des. So Su Nu means the action of covering. Also Shu Ne heißt die Aktion des Abdeckens. That is the first stage of the corn, which is before corn is corn. So, das ist die erste Phase, die erste Stufe des Mais, noch bevor der Mais zum Mais wird. That is when the information of the universe, the force, the spirit that will embody corn before it becomes corn is covered in a body, but we yet don't know what that will be. Das ist die Phase, wenn die galaktische, die universale Information runterkommt und in der Samenhülle ist und wir aber noch nicht genau wissen, was kommt da raus. We relate ourselves to corn and we see that when we are conceived by our father and our mother, in the moment of conception, we received all the information of the father, all the information of the mother, how they feel, how they look, what they listen, how are their emotions in this day. Are they looking at someone else? Are they looking with fear, with hate, with love? All of that we received of our father and our mother in the moment they conceived us. And that is the Sunu, that is the cover or the uncovering of what it will be something. Okay. Also wir vergleichen uns in diesem Moment mit dem Mais, weil in dem Moment, wo Vater und Mutter zusammenkommen und Befruchtung stattfindet, kommt diese galaktische Information runter und ist noch in der gefangen, also und all die Informationen von der Mutter und dem Vater kommen auch mit, ob sie geliebt haben, gehasst haben und all das. So it's like the energy that will be matter. Ah, genau. Das ist die ganze Information, die Energie, die dann gleich zur Materie wird. And it contains all the vibrations of father, all the vibrations of mother. Ja, und es enthält die ganzen Informationen und Vibrationen, Frequenzen von Mutter und vom Vater. Sunu, the first stage. Then we go Sunu, Absunu, the second stage. Absun ist die zweite Phase. Absun is the seed of corn. Absun ist der Samen des Mais. That means we can already recognize that it is effectively a corn seed. Genau, das heißt, ab jetzt können wir wirklich auch wahrnehmen, dass es real ein
Samen des Mais ist. It's not information anymore, it's already the seed. Die Information ist jetzt real zur Materie geworden, zum Samen. There is us already in our very early stage where we are already recognized as the boy or the girl or the child that is born. Das ist die ganz frühe Phase, wo wir selber schon wahrnehmen, ob wir als Junge geboren werden oder als Mädchen geboren werden. Sunu apsun, apki, the third stage. Abgehen ist die dritte Phase. Apki is when the corn is, the plant grows and you see that it's having the hair already. Have you seen a maize plant? Ja. And it has hair already, but if you open the leaves, you won't find the grains yet. Okay, also abgehen ist die dritte Phase, wenn der Mais jetzt schon gewachsen ist und man sieht real, das ist eine Maispflanze. Der hat oben schon diese Büschel raushängen. Und wenn man aber dann die Blätter aufmacht, dann gibt es noch keine Maiskörner. So, Sunu apsun apki. This apki, as a mirror to us in human, would be the child that reached 7 years. Okay. Also abgehen. Diese Phase beschreibt, wenn man es auf uns als Mensch spiegelt, die Phase des Kindes bis 7 Jahre. With 7 years is that child that is growing and it starts a phase that is, or we already know, it starts to be conscious. At 7 years we start to be conscious, and we start to be conscious of what I do will affect you. And it's in that age that we can start basing our life on the ego or on the spirit. So, also mit 7 Jahren, das ist die Phase, in der wir als Kind zum ersten Mal richtig bewusst werden. Und zwar insofern bewusst, was ich mache, hat einen Effekt auf dich. Und ja. Before we act innocently, no? Like out of... Genau, it's vorher, also genau, das ist nämlich die Phase, wo auch das Ego, wo man sich entscheiden kann, entweder ich lebe im Ego oder ich lebe im Spirit. Genau. So then from 7 until 14 will be the next stage of the child and the next stage of the corn, which is Sunu apsun apki apqua. Apqua is the 4th stage of corn. Okay, die 4. Phase ist Aqua. Vom Alter, beim Menschen wäre das vom 7. Lebensjahr bis zum 14. When we are 14, or when women receive their first moon, they reach maturity, or maturity that we will call adulthood. Okay, das heißt, entweder im Alter von 14 oder wenn das Mädchen das erste Mal in die Mondphase kommt, dann erreichen wir das Erwachsenenstatus. Before that, children are not to speak, or they would sit in council, but they will listen. They will not be the ones that put words, because like the corn, they cannot give food yet. Okay, so und das ist also noch vor dem 14. Lebensjahr oder vor dem ersten Mond werden die Kinder im Kreis nicht mitreden, weil sie haben nichts zu geben, so wie der Mais in dieser Phase auch noch nicht Essen geben kann, weil noch keine Körner da sind. Sunu apsun apki apka. So the 4th stage is now the corn, the kolben, the corn, the mazorca. That now it has the grains, that you open it and it will nurture. Ja. So jetzt in dieser Phase, in dieser 4. Phase gibt es dann das erste Mal einen Maiskolben, also etwas, das auch Nahrung geben kann. That is for us the recognition that we are adults, that now we can give, that we can nurture. Das gibt uns die Wahrnehmung, dass wir jetzt im Erwachsenenstatus sind, weil wir auch nourish, weil wir geben können. That we can put words to. Genau, wir können uns in Worte fassen. Still, our words are young and fresh. Immer noch sind unsere Worte auch jung und frisch. But we now have collected enough advice. Okay, so bis dahin haben wir aber schon genug
Ratschläge gesammelt. We also need to collect the advice of that rite of passage that is to become an adult for a man and for a woman. That is very important passage. Okay, und wir müssen nämlich auch ganz wichtig die Ratschläge sammeln für Rite of Passage ist für die Initiation in das Mannsein oder in das Frausein, weil es eine ganz wichtige Phase ist. So this is something that for us is also, we are recognizing this, something very important to recompose our tradition. We need to do the rites of passage. Okay. Und wir nehmen auch wahr oder wir verstehen, dass es für unsere Kultur unglaublich wichtig ist, diese Initiationsrituale zu haben. There is where we learn what it is to be a child, what it is to be a man and a woman, recognizing the body that we are given by the universe, by the stars. Bagwe we call the mother, grandmother from where everything comes. Weil das ist die Phase, in der wir unseren Körper auch wahrnehmen, als von den Sternen kommt, vom Universum und This is a gift, and we cannot confuse love with sexuality. Ja, und das ist nämlich ein Geschenk und wir dürfen nicht Liebe und Sexualität verwechseln. So we need to really learn and advise from elders, always from those that have been going through this for many years and can put a word of advice to the young so that they recognize that sexuality is everything. Und deswegen ist es so wichtig, auf die Ratschläge von den Ältesten zu hören, die schon ganz viele Jahre mit diesen Themen sich beschäftigen und uns helfen können, damit wir Sexuality is not? Is everything. Ah, genau. Perfekt, gracias. So, damit wir wahrnehmen, dass Sexualität in Wirklichkeit alles ist. Ja. Sexualität ist keine Liebe, meint er. Wir sollen das nicht verwechseln. As well. Genau, und weil alles Sexualität ist in Wirklichkeit. Yes, both. Ja, beides. Also, both what Sexualität you say ist is was also anderes als correct. Liebe, aber And love and sexuality is not the same. genau, Liebe und Sexualität ist nicht das Gleiche. What we have in the West, or me in the West, what I understood before I did all the recognition, is that sexuality is genitality. Genau, was ich aus der westlichen Welt oder wie ich es in der westlichen Welt verstanden habe, ist, dass Sexualität immer mit Genitalien zu tun hat. And genitality, the elder says, a very, very tiny portion of what sexuality is. Again, please. Genitality is a very tiny portion of what Genau. sexuality Und das is. Ganze ist wirklich nur eine mini kleine Sache von dem, was es wirklich ist. So sexuality is happening right now. Sexualität findet auch genau jetzt gerade statt. In this moment, the fire is penetrating our eyes. Ja, nice. Weil genau jetzt gerade zum Beispiel das Feuer unsere Augen penetriert. My words are penetrating yourselves. Meine Worte penetrieren eure Ohren. I have to take care of what I speak, of how I speak, because I am making babies with you right now. Genau, ich muss mich aufpassen, was ich sage und wie ich sage, weil ich vielleicht einen Einfluss auf euch damit nehme. That's why we learn take care of how you speak. Deswegen lernen wir darauf aufzupassen, was wir sagen. That's why when we enter our mature ages, we receive coca leaf and tobacco to learn how to recognize the spirit from where we speak. Okay. Und darum ist es, wenn wir die Initiation geschafft haben ins Erwachsenenalter, dass wir Tabak und Kokablätter kriegen, um zu lernen, was für einen Einfluss wir nehmen. Because our traditions were forgotten, even though we still carry it in practices like weaving, like working the land. Most of this has been coming back to us by traditions that still live in their ways. And the Sierra Nevada has been one of our teachers again. All the communities, from the Cagawa, the Arhuaco, the Wiwa, Cancuamo, they have reminded us. Okay. Weil unsere Tradition war verloren, auch wenn wir noch wissen, wie man die heiligen Getränke macht und wie man webt, haben doch dann die Leute aus der Sierra Nevada uns geholfen, uns wieder zu erinnern. So be aware of every moment, be aware of your breath, be aware of your exhalations.
because every second you are having sacred sexuality and everything is having sacred sexuality with you. Also pass auf deine Atmung, wie du dich überhaupt gibst, weil jeder Moment und jede Sekunde hat etwas mit Sexualität zu tun, weil wir uns immer mit der Welt austauschen. And from there, what is more important than sacred sexuality is to understand conscious conception, to recognize that every second we are conceiving from our thoughts, from the people I sit next to you or I sit next to you. That is a difference. Where I walk, where I sit. Genau. Und das alles ist nämlich die heilige Sexualität, in der wir wahrnehmen, neben wem wir sitzen, was wir gerade machen. Conscious, all the time conscious. Die ganze Zeit geht es um Bewusstsein, was man macht. So, one of the elders from where I learned Hatekul Shavita, he says that his elder, or like the guru of his guru, would tell him to create a new humanity, we need to make babies in a different way. We need to make them consciously. Okay. Also und nämlich der Lehrer von seinem Lehrer, der hat damals schon gesagt, dass es jetzt darum geht, eine neue Welt zu schaffen und dass wir auf eine andere, neue Weise Babys machen müssen, nämlich auf eine bewusste Weise. If we learn to live consciously every second, it doesn't matter how we have sex, because it will be part of those seconds. We will be conscious. Ja. So, und wenn wir jede Sekunde bewusst sind, dann ist es schon fast egal, auf welche Art wir Sex machen, weil alles in dieser heiligen Bewusstheit ist. And from there, we will be conscious of what are we creating, for whom are we working, where are we putting our energy, to which parties do we go or to which parties we decide not to go. Ja, so und auf dieser Bewusstseinsebene wissen wir eben genau, für wen arbeiten wir eigentlich, mit wem sind wir unterwegs, was wollen wir. What are we buying, what are we selling, what are we doing with our time. Was verkaufen wir. All of that, conscious. Alles bewusst. Yes. And because we are not so in that level of consciousness, we need our elders. Und weil wir noch nicht so richtig auf diesem Bewusstseinsniveau sind, brauchen wir die Ältesten. Then we have Fapwa, the fifth stage of corn. Und dann haben wir Fapwa, die 5. Phase des Mais. Once we recognize the corn that we can eat, the corn that can nurture, once a child grows to a maturity that the words can nurture, then comes the ferment. So, und in dem Moment, wo wir die Inzeption ins Erwachsenenalter geschafft haben und wir wissen, dass unsere Worte auch Nahrung sein können für andere, dann kommt das Ferment. The ferment would be the stage of being a wise person, of allowing everything to be processed inside until it ferments to the point that what you share is the wisdom of the beginning of times. Und auf dem Niveau des Ferment sind wir eine weise Person, die schon gereift ist. Und what was the last? Pardon? To recognize. What did I say? Ja, genau. Consciousness of time. Ja, genau, gracias. Genau. Da geht es nämlich dann um das Bewusstsein der Zeit. So, is then, because I was going to ask the Hale, he's the elder, to put some words, but he's not there. So I will. That's why we will continue with this elder, because this is an elder. Corn is an elder. So, und er hat gerade sich umgeschaut nach einem Ältesten, aber es ist jetzt gerade keiner da und das ist auch gar nicht schlimm, weil der Mais, das Getränk, ist auch ein Ältester. The corn, or the ferment, was given to us by the fox. So, und der Mais oder beziehungsweise das Ferment wurde uns von dem Fuchs gegeben. The Fapwa Der Fapwa. was given to us by the fox. Genau, also das Fapwa, das Getränk wurde uns gegeben von dem Fuchs. And
And we tend to hear, or when I was in my Western mind before I learned all of this, I tend to hear these stories, this mythology, as fictional stories that had a moral purpose behind, that it could be nice as well. Okay. Und als ich noch in dieser westlichen Denkweise war, bevor ich all das gelernt habe, was ich jetzt erzähle, habe ich das alles nur als Mythologie gesehen. But when you learn to listen, and when you learn to look, and when you learn to empty the mind, to concentrate, then we understand that what these stories carry is pure science. So, und wenn man jetzt aber es schafft dann so den Kopf leer zu machen und das zu entlernen wieder, das andere, dann merkt man, dass diese ganze Mythologie in Wirklichkeit eine Wissenschaft ist. So the fox, why and how did we receive this from the fox? So, der Fuchs, warum haben wir genau das von dem Fuchs bekommen? I heard from Mamotame, Arhuaco from the Sierra Nevada, I heard in the beginning of times, everything was Mamo. Mamo is the wise, the sages. Okay. So, und aus der Sierra Nevada hat er dann mitbekommen, dass am Anfang dass es um Weisheit geht. It's only thought. Everything is just a thought. Alles ist eigentlich nur ein Gedanke. In the beginning, it's like darkness. Am Anfang ist Dunkelheit. And that darkness was moved by the negative. Und diese Dunkelheit wurde bewegt durch das Negative. It was the negative that started to move things and to transform this. And it was after that negative that the positive moved to keep the constant balance. So, und es war das Negative, das die Bewegung gegeben hat. Und dann kam erst das Positive dazu, um die Balance auch wieder halten zu können. That is the story I heard from the Mamos in La Sierra. So, das ist die Geschichte, die er von den Mammuts in der Sierra gehört hat. There are many stories. That's why every time listen to, it doesn't matter if you think you know it, because every time it's like a puzzle. Ja, cool. So, und das ist halt eine von vielen Geschichten, die er gehört hat. Und deswegen ist es so gut, immer zuzuhören, weil in Wirklichkeit ist es wie ein großes Puzzle. Then I heard this one from the Muisca, the one of the Fox. They said in the caves we lived, the first person lived in a cave. And to the cave came the fox to bring him out. Okay, und das ist jetzt die Geschichte, die er von Muisca gehört hat, nämlich dass der erste Mensch in einer Höhle gelebt hat. Und dann kam der Fuchs, um ihn dort rauszuholen. What I can then put together is the cave is the beginning of times, the darkness, where everything didn't move yet. So, was ich daraus rausziehen kann für mich, ist, dass die Höhle ist die Dunkelheit, in der noch keine Bewegung stattfindet, wo alles beginnt. What I can see in the fox is the negative, but it's not the bad, it's just a polarity, it's a force that moves. It's this, in German, I like the word Schabernack. Schabernack, ja, nice. So, und das ist eben der Fuchs. Der Fuchs ist das Negative, aber nicht im Sinne von Bösen, sondern im Sinne von einer Energieform, die bewegen kann. Auf Deutsch sowas wie Schabernack. So it comes like wanting you to move out. Eigentlich will es sich nur in Bewegung bringen und rausholen. And so that Mamu, or that first, that originaries, moved out of the cave because the fox brought wood, and with the wood, it said, with this you can make a cave out of there, where you can live. With this you can make fire that will keep you warm. And with the fire and the corn that it brought, it showed us how to make popcorn. So, und das ist eben der Fuchs, der dann Holz gebracht hat und gesagt hat, hier in dieser Höhle oder da drüben kannst du damit Feuer machen. Und er hat den Mais gebracht und damit hat er das Wissen gebracht, wie man Tabu herstellt. So, moving out of the cave implied for us to behave with the negative, to move out of the balance. Before that,
they say the mammoths could stay in the cave and they didn't need to eat. They didn't need to walk. They didn't need to anything because right there it was everything. I hear this story in India too. So, und mit dieser Geschichte eben mit dem Fuchs sind wir, dass man dann aus der Höhle rausgeht, von dem Negativen bewegt. Damit sind wir aus der Balance gekippt. Weil früher hieß es, dass in der Höhle brauchte man auch kein Essen. There is like living in a pure Om state, meditating, where everything is given by the pure will of spirit. Genau, weil in der Höhle war es noch so ein Zustand wie ein Om-Zustand, wo man einfach willentlich alles direkt bekommen kann. And then when you're living in the land and when you're working the land and you put your hands in to prepare the land to plant seeds, when you remove the old roots, as soon as you bring the old roots out, hundreds of animals come out of that soil and you realize the damage that you've done to those lives. Und dann, wenn du auf dem Land lebst und mit dem Land arbeitest und mit der Erde arbeitest und die Wurzeln aus der Erde ziehst, dann siehst du plötzlich, dass da hunderte Tiere drin leben. Und du merkst, was für einen Schaden du eigentlich angerichtet hast für alles, was dort lebt. And when you cut a branch of a tree to have wood to make fire, or when you cut an entire tree to build a house, you use the same force. It's a negative. You feel it, you recognize that there's certain negative that manages to create that. So, und wenn du dann irgendwie einen Ast abschneidest von einem Baum oder einen ganzen Baum absägst, um ein Haus zu bauen, dann realisierst du erst eigentlich, was für einen Schaden du anrichtest. Das ist alles diese negative Energie, die eigentlich da in dem Moment gebraucht wird, um was zu erschaffen. And for that reason we have our elders there in the mountains, that they recognize that. They teach us to recognize that. Und deswegen haben wir die Ältesten, die in den Bergen leben, um uns daran zu erinnern, was wir eigentlich machen. The food that we eat needs compensation. The water that we drink needs compensation. Das The Essen, air. das wir essen, braucht eine Kompensation, einen Ausgleich. Das Wasser, das wir trinken, braucht einen Ausgleich. Everything they say we have to pay back. Alles eigentlich müssen wir zurückzahlen, sagen sie. Now, payment is a very Western world developed from all the things that we live, but payment is not necessarily what they mean. They say it's a way of thanking back, but with that you give yourself. Also Bezahlung ist ein sehr westliches Wort, also ist auch eigentlich nicht das richtige Wort, sondern was viel mehr gemeint ist, dass man Dankbarkeit zurückgibt. The same Hate Kulchavita also told me, how are you going to pay to the earth? Do you know how to pay the earth? Do you know what the earth likes? Und er wurde gefragt von jemandem so, hey, weißt du eigentlich, wie du die Erde zurückbezahlst? Weißt du, wie du die Erde bezahlst? Ausgleich schaffst? So it's like, we can say, yes, we bring flowers or we bring tobacco because we see the other elders doing that. Because we see in the Kiva, they bring this, they bring that, and no? Also wir sagen so, ja klar, wir können halt Tabak geben und Blumen so, ne? Weil das ist das, was wir sehen, was die Ältesten auch in der Kiva machen, die geben halt Tabak. But Kulchavita then said, it's like if you have this hat and then I take it from you and say, look, I have a beautiful hat for you. Ja genau, und dann sagt der Älteste eben, guck, das ist wie dieser Hut hier. Ich nehme dir diesen Hut weg und dann gebe ich ihn dir wieder und sage, guck mal, ich habe hier einen schönen Hut für dich. Yes. So this is not in the element, it's in the spirit that we carry. We give ourselves. This is how we pay. We give our thoughts and we concentrate in pure golden light, which is the light of the sun that shines on everything, and our thoughts, the way we stand, is what we offer. So, und deswegen, es geht jetzt viel mehr um das Bewusstsein, nämlich, dass wir mit unseren gedanklich etwas zurückgeben, dass wir mit unserer Bewusstheit sowas wie das Licht der Sonne zurückgeben. Then I'm still trying to interpret and understand within me many more stories.
Ich bin immer noch dabei, auch viele andere Geschichten noch in mir selbst so zu bearbeiten. But that's why it's important to listen to all the elders that you can, and especially in this place, in this gathering, to have the opportunity. Don't be shy, don't be afraid, be respectful, yes, but they are elders and they are holding wisdom that is a wisdom of the planet. Und deswegen ist es so wichtig, mit so vielen verschiedenen Ältesten zu reden, weil sie tragen alle in sich, in verschiedenen Worten, die Weisheit des Planeten. If you have something inside that you don't know how to solve, ask for advice. They are the best people you can ask for advice. Wenn du etwas hast in dir, wo du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, dann frag danach. Sei nicht scheu, sondern frag einfach danach. Sei respektvoll und frag, weil sie haben das Wissen. Don't just go and tell a story expecting them to give you an answer, because they will just listen to your story. If you want advice, ask for advice. Das heißt, geh nicht hin und erzähl deine Geschichte, weil wenn du ihnen eine Geschichte erzählst, dann hören sie einfach zu. Wenn du eine Antwort willst, dann frage um Rat. Don't create also like this small talk, because small talk doesn't exist. Und mach auch kein Smalltalk, weil Smalltalk existiert eigentlich gar nicht. Silence is the best in that case. Also in diesem Fall wäre Schweigen das Allerbeste. And for that we come to the fifth stage, Und damit kommen wir auch zur 5. Phase, which is the wisdom, dass das die Weisheit ist, das the Wissen, ferment. das Ferment. The words that come from our elders are fermented words. Die Worte, die von unseren Ältesten kommen, sind fermentierte Worte. The words that come out of this medicine that we are preparing here, with your song, with your singing, with the good intention, with the good energy that we put here, these words are words that this was given to me by Bunqua and Nacera, but that was given to them by the grandmother, the grandfather, the grandmother of the grandmother, and like this until you come to the fox. So, und dieses Getränk wurde ihm von jemandem gegeben und der hat es schon von seiner Großmutter und die von ihrer Großmutter und von ihrer Großmutter, bis man eigentlich dann ursprünglich wieder bei dem Fuchs ankommt. And when I go to Colombia, I take a little bit of this mother and I put it into theirs, so that we can marry it, so that they speak. I have been doing this in Germany. Oh, I have been listening to. So they know everything. So, und wenn ich jetzt nach Kolumbien zurückgehe, dann nehme ich ein wenig von dieser Flasche und kippe das in die Flasche von dort, damit sich die Mütter austauschen können. So, ey, das habe ich in Deutschland erlebt, ey, das habe ich in Kolumbien erlebt. And they are fermenting from the present, from this moment. They are fermenting and they are always alive, based on the origin of where they come from. That means that even though they are the ferment of the present, they always ferment on the origin, on the wisdom that will never change, never die, the truth. And this truth that never dies is the reason why our indigenous communities are still alive, because they speak truth. So, und dieses Ferment reift immer noch auf dem Wissen und der Urquelle von dem allerersten Ferment. Und weil das existiert, ist es so, dass genauso funktionieren auch die indigenen Stämme und deswegen existieren die auch heute noch. Life and death is an idea. Leben und Tod ist nur eine Idee. Because this matter will die. It's also not the truth. Weil diese Materie wird sterben und auch das ist aber irgendwie nicht richtig die It's Wahrheit. inside of this. It's in the invisible dimensions that the ever-existing, omnipresent, infinite truth is. And it never dies. Weil innerhalb dieser Materie ist die unsterbliche, ewige, existente Wahrheit, die nicht sterben kann. So when we receive this Fabqua, we will receive the connection to what we call the law of origin. So, und wenn wir jetzt dieses Fabua empfangen wir auch Law of origin, the originary law. Okay. Dann empfangen wir nämlich auch das Gesetz des Ursprungs. With this, then we say
Sunu, Apsun, Apki, Apqua, the Fapqua, the five stages until now. Swa Aba. Swa Aba means Swa is son, Aba is seed. Swa Aba ist Swa ist Sonne und Aba ist Samen. That means that after all these stages and the fermentation process, we go to recognize, we drink and we recognize that this is the original seed, the seed of the sun. So, nach diesen 5 Phasen und dann dem Ferment, dem Reifen, dann nehmen wir wahr, dass dies ist in Wirklichkeit der Ursprung ist der Samen der Sonne. Good. Once we enter in trance, in this moment, right now, just for the couple of minutes or hours maybe that we will be singing, be focused. Because your thoughts in this moment will affect this liquid. So, und jetzt hat er eine ganz wichtige Pause gemacht, weil jetzt gleich, wenn wir in Trance kommen, wenn wir hier stundenlang singen oder auch nur ganz kurz, ist ganz wichtig, dass wir fokussieren auf den Song, weil jeder Gedanke geht in das Getränk. And I think it's very late, so we don't have to be too loud, but we have to be truthful, honest, and sing with conviction. Ja, und jetzt ist schon ziemlich spät, also wir sollten nicht zu laut sein, aber trotzdem sollten wir in Wahrheit singen und ehrlich und mit Kompassion, mit Leidenschaft. This is the difference between entertaining and making magic. Where is your concentration? Genau, dass sich auf etwas konzentrieren, das ist der Unterschied zwischen Entertainment oder And making magic. Ach so, genau. Ich habe Money verstanden. Also, das Making ist der Unterschied zwischen Entertainment oder der Magie. So be aware how you're thinking right now. Only good thoughts, only good thoughts, Also sei only dir bewusst beautiful darüber, was thoughts. du denkst. Einfach nur gute Gedanken. And if this is the song we're singing, and all the story I shared was so that you know that Sunu, Apsun, Apki, Apqua, Fapqua, Swa, Awa is not just a song, it's an entire prayer that reconnects us to our understanding where we come from. Ja. Und ich habe all das jetzt erzählt, damit wir verstehen, dass diese 5 Phasen nicht einfach nur ein Lied sind, sondern in Wirklichkeit ein Gebet sind. So let's pray for all our stages of life, for our youth, for the invisible, for the wise, for all that we are here, for our medicines, for the corn, for the fox, for the elders that have brought pieces of this story so that I can share them. Und für all das beten wir jetzt auch, nämlich auch für die Ältesten, die Stücke von dieser ganzen Geschichte mitgebracht haben. And for the stories of this land to wake up. Und für die Geschichten von diesem Land, damit sie wach werden. Sunu, Apsun, Apki, Apqua, Sunu, Apsun, Apki, Apqua, Swa, Aba, Swa,
Swaba, 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 swaba.